Achterbahnfahren im Stehen klingt unmöglich, geht schon ziemlich lange und seit kurzem geht es sogar in richtig gut. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio-Video-Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und heute reden wir über eine Achterbahn, die man im Stehen fährt und die super gut dabei fährt und echt Spaß macht und saumäßig umgesetzt wurde und man tatsächlich richtig aus dem Sitz gerissen wird. Pipeline the Surf Coaster ist die Achterbahn, über die wir heute hier sprechen müssen. Und man erlebt die gewaltige Kraft des Ozeans auf eine völlig andere und neue Art und Weise. Wir spüren einfach jede Welle, so wie beim Surfen. Das Setting am See direkt im Park ist mega gut gelungen, sieht top aus und passt einfach sehr gut, ist super schön gemacht. Und selbst in der Station hat man coole Details eingebaut. Größere Taschen müsst ihr in ein Schließfach schließen, kleinere Sachen, Handys, Schlüssel und so weiter kann man in einem kleinen Fach in der Station lassen. Und diese kleinen Gepäckfächer in der Station sind Kühlboxen, die man sonst mit an den Strand nimmt für seinen Strandtag. Und das ist auch einfach ein Detail, was mich in so einem Park erstmal total überrascht. Das ist in europäischen Themenparks ganz normal, aber in den USA ist sowas echt besonders und Pipeline the Surf Coaster hat das hier bekommen. Die Bahn steht übrigens im Themenbereich Sea of Power bzw. Port of Entry und hat echt ein cooles Setting. Es ist nicht viel und die Bahn steht an sich eigentlich nur so da, aber das Gesamtbild ist gut gemacht. Es ist eine extrem große Achterbahn, wo es schwierig ist, die an sich zu gestalten. Und ja, die Station ist eher rudimentär, aber man hat die so groß und offen gestaltet oder hoch und offen gestaltet mit dem Dach und allem, dass es halt aussieht wie so eine Beachbar und dann wieder funktioniert im Setting von einem Surfcoaster. Und auch so ist der Bereich super hübsch gemacht worden. Das Ganze ist ein bisschen verwässert und verfälscht, weil wir irgendwie ständig nur zur Christmas Season da sind. Aber auch das passt schon irgendwie, glaube ich. Und vor allem die Züge sind natürlich Surfbretter. Wir befinden uns hier in SeaWorld Orlando. Das Ganze ist in Orlando, Florida, USA. Und SeaWorld Orlando gehört zu United Parks and Resorts und dazu gehören auch diese ganzen anderen SeaWorld Parks, wie aber auch Busch Gardens oder Sesame Street in den USA. Und das ist eine große Kette, die da viele Parks betreiben und unter anderem halt auch SeaWorld Orlando. Pipeline the Surf Coaster wurde 2023 eröffnet, geliefert von B&M Bowling und Mobiliar aus der Schweiz und das Ganze ist der erste Surfcoaster von B&M, die Weiterentwicklung des Stand-Up-Coasters. Stehachterbahn gibt es von B&M ja schon ewig und die haben auch noch nie so überzeugt und vor allem nicht ansatzweise so überzeugt wie der Surfcoaster jetzt. Von den Stand-Up-Coastern von B&M sind übrigens 5 sogar noch in Betrieb. Ein weiterer ist SB&O, also der steht, wird aber nicht betrieben. Und bei den Surfcoastern gibt es bis jetzt nur den einen einzigen in Orlando. Für 2027 ist aber einer in China geplant, im Happy Valley in Shanghai. Und das wäre dann der zweite, der auch ein Custom Layout bekommt. Ich weiß es nicht, es gibt oft auch bei so Prototypen, wo wir beim Surfcoaster auf jeden Fall beim Prototyp sind, weil es der erste seiner Art ist, ab und zu auch die Regelung, wir als Park gehen das Risiko ein Prototyp bei euch zu kaufen, wollen aber, dass der für x viele Jahre exklusiv dann auch nur bei uns steht und nicht bei anderen eröffnet werden darf oder gebaut werden darf und danach feuerfrei. Mit den Layouts an sich ist auch nochmal ein anderes Thema. Wenn ihr Bock habt, gehen wir da auch nochmal irgendwo im Detail drauf ein und erweitern nochmal Achterbahnwissen für Einsteiger beziehungsweise bauen das nochmal neu auf, wenn euch das interessiert. Zurück zum Surfcoaster an sich. Man steht auf einem variablen Fahrradsattel. Weil es darf ja nicht sein, dass wenn ihr jetzt vor lauter Aufregung bewusstlos werdet bei der Fahrt, ihr unten rausrutschen könntet. Also hat man so eine Art Fahrradsattel, auf dem man steht, der variabel auf euch direkt eingestellt wird. Ihr müsst also aufrecht dabei stehen beim Einstieg. Da wird auch genau drauf geguckt und dann wird der Sitz auf eure Größe auch arretiert. Die Mitarbeiter haben auch, glaube ich, RFID-Chips an den Händen. Also nicht hocken wie früher, dass man irgendwie ein bisschen mehr Freiheit hat, sondern echt ganz normal einfach stehen. Das macht schon Sinn am Ende des Tages. Natürlich bekommt ihr zusätzlich noch einen Softwestenbügel von oben drüber und seid auch mit dem nochmal gesichert. Also das Ganze ist sicher, euch kann nichts passieren, ihr könnt nicht rausfallen. Und das ist auch immer so, ja, ich habe Angst, dass ich da rausfalle.
Leute, ihr glaubt doch nicht, dass Parks sich das erlauben können, dass den ganzen Tag die Gäste aus den Achterbahnen rausfallen. Wo sind wir denn hier? Man steht übrigens mit 2 Leuten nebeneinander und das gepaart mit dem Stehen, also dass man ziemlich schmal beim Zug ist, aber ziemlich hoch mit dem Stehen, sieht total kurios aus. Man ist auch bei den Stand-Up-Coastern gewohnt, dass man da mit 4 Leuten nebeneinander steht, was auch viel zu eng war und viel zu, ach du heiliger Strohsack, geh mal bitte weg, ich kann mich nicht mehr bewegen und mit dem Durchgehen alles eine Katastrophe. Aber hier ist da auf jeden Fall ein bisschen mehr Raum gelassen worden. Ich fände es beim Surfen, vor allem bei einem Surfcoaster, cooler, wenn man nicht so gerade stehen würde. Man steht einfach sehr gerade zur Strecke und das wirkt ein bisschen doof. Vor allem auf dem Surfbrett. Ich fände es cooler, wenn man so ein bisschen schräger stehen würde, wie man es halt auch beim Surfen macht. Jetzt nicht so krass schräg, aber ein bisschen schon, wobei ich nicht weiß, ob da eventuell irgendwelche Patente für bei zum Beispiel der Firma Intermin liegen und B&M das gar nicht so machen könnte, wenn sie wollten. Und ein paar nackte Zahlen einfach zu der Bahn. Die ist 33,5 Meter hoch, 899,2 Meter lang, was auch ordentlich ist, 96,6 km/h Spitzengeschwindigkeit. Das ist wirklich beeindruckend dann, wenn du da einfach nur drin stehst. Es gibt eine Inversion, also ein Überkopfelement in Form eines Corkscrews. Und wenn ihr mitfahren wollt, müsst ihr mindestens 137 cm groß sein und dürft nicht größer als 198 cm sein. Und damit sind wir auch schon bei der Fahrt. Und die Station, die wir ja eben schon besprochen haben, wird geradeaus verlassen. Der gesamte Zug fährt aus der Station geradeaus raus und bleibt erstmal stehen. Und das auf dem quasi Beschleunigungstrack des LSM, Linear-Synchronmotor. Damit wird nämlich der Zug abgeschossen und der Zug wird dann gerade beschleunigt. Es gibt einen Hügel, über den man drüber beschleunigt wird und weiter beschleunigt wird. Da merkt man schon, oh, hier gibt es aber Airtime. Ich werde hier so ein bisschen von den Füßen gefühlt geholt. Und dann wird die Energie, die man in diese geradeausbeschleunigung gesteckt hat, genutzt, um nach oben zu kommen und gibt Energie rein für die restliche Fahrt, die gleich folgen wird. Und man durchfährt halt so eine riesige Overbank Curve. Cooles Element. Es geht nach unten, es wird wieder Schwung geholt und es geht über einen gigantischen Twisted Airtime Hill. Und dann kommt der Moment der Erkenntnis, dass das Teil Airtime ohne Ende haben kann. Wir standen ja da drin und wir standen bei der ersten Fahrt von uns in der Front Row. Und dann ist einfach nichts vor dir und du stehst so vor dem Nix. Und auf einmal reißt es dich von den Füßen nach oben und du denkst, ja, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Und du bist einfach so lost in dieser Bahn unterwegs. Das war schon ziemlich crazy. Und dann geht die Fahrt weiter, es geht nach unten, es geht zu so einem kleinen Wasserbecken, wo die Schiene drüber hinwegführt, mit einem Wassereffekt, der einmal kurz spritzt, um anschließend wieder nach oben zu fahren und dann in den Corkscrew. Ob du jetzt da über Kopf fährst oder nicht, ist relativ egal, aber ist eigentlich cool, dass da nochmal so ein Element mit drin ist. Im Anschluss kommen auch schon ein paar Trim-Breaks, weil da wirklich Alarm ist und da wirklich was los ist bei dieser Bahn. Und ja, der Rest ist zum Beschreiben auch wieder super schwierig, denn es gibt eine Kombination aus Airtime Points, Twisted Parts, Horseshoes und Helixe. Das ist total verrückt. Es gibt super viel Airtime, es gibt einige Airtime-Punkte, es gibt auch positive Gs, die dich dann wieder zurück auf den Boden der Tatsachen oder des Surfbretts bringen. Und es ist halt auch immer noch eine B&M-Bahn, also irgendwo müssen noch mal ein paar positive G-Kräfte hingepackt werden. Aber das passt alles, ein cooler Wechsel aus den Kräften und eine Bahn, die einen voll überzeugt hat. Und dann sind wir schon beim Fazit. Und das Ding rockt einfach. Es sieht im Gesamten cool aus. Es ist eine besondere Art von Achterbahn. Du fährst im Stehen. Du hast ein Surfbrett, auf dem du stehst. Du hast ein cooles Layout, in einem coolen Setting und die Fahrt macht Spaß. Es gibt überraschende und krasse und verrückte Airtime-Momente bei der Fahrt und es passt einfach alles. Es ist super cool. Also das, obwohl B&M die letzten Jahre wirklich viel Murks gebaut hat und auch weiterhin viel Murks baut, aber der Surfcoaster im SeaWorld Orlando ist wirklich sehr, 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 sehr gut geworden und macht richtig Bock, so dass ich auf jeden Fall dann nach Shanghai reisen werde und mir den anderen Surfcoaster angucken möchte 2027. Und man hat es hier auch geschafft, mit einfachsten Mitteln ein cooles Gesamtpaket zu schaffen mit einer coolen Gestaltung, die einfach zur Story, zum Thema und zum allem passt. Wahnsinn, echt cool.
Pipeline, the Surf Coaster in SeaWorld Orlando. Volle Überzeugung, richtig coole Bahn. Wie seht ihr das? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video hier. Ihr abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und ich bin jetzt raus, euer Professor.